Heute gibt es endlich das oft von euch angefragte Video zu meiner neuen Frisur mit den eher kürzeren Haaren. Also wie ich diese beachigeren, lockeren Wellen in meine Haare mache. Seid vorweg aber gewarnt, weil ich habe das Ganze noch nicht so perfektioniert, bin da irgendwie noch selbst am Ausprobieren. Für das ganze Prozedere brauche ich momentan auch noch irgendwie relativ lange. Also meine alte Frisur, die ich mit einem Glätteisen gemacht habe, dazu gab es ein Video, ich verlinke euch das mal hier so. Dazu habe ich nur um die 15 Minuten gebraucht und jetzt brauche ich weitaus mehr als 20 Minuten, je nachdem wie gut ich das einfach an dem Tag hinkriege. Ich sag euch mal, was für einen Lockenstab ich benutze. Ich benutze hier diesen Lockenstab von Grundig, aber ich kann euch nicht empfehlen. Also braucht ihr das eigentlich gar nicht mehr angucken, weil ich finde den Lockenstab nicht so gut. Zum einen komme ich ultra oft an diesen Regler hier dran und verstelle das, stelle es auf Stufe 1 oder so und dann bringt das einfach gar nichts. Oder die Klammer nervt auch und ich finde, dass die Wellen damit nicht so lange halten. Mit meinem Glätteisen haben die Locken echt 3 Tage oder ja, bis ich die halt gewaschen habe, gehalten. Und damit sind die am nächsten Tag schon relativ glatt geworden. Was auch teils an meinen Haaren liegt. Also die sind halt, ja, so asiatische Haare sind halt schlecht formbar und einfach werden sehr schnell glatt. Und gerade jetzt zu dieser Jahreszeit oder bei diesem Wetter, feucht und heiß, da werden die einfach wieder glatt irgendwie ganz schnell. Aber vielleicht habt ihr da irgendwie einen Tipp für Lockenstäbe, habt da ein gutes Modell gefunden. Schreibt mir das bitte in den Kommentaren, denn ich will dieses Teil hier loswerden oder einfach durch ein neues, besseres ersetzen. Lange Rede, kurzer Sinn, für dieses Tutorial werde ich trotzdem das benutzen, weil ich habe ja kein anderes. Aber ja, ich hoffe, das wird trotzdem hilfreich sein. Meine Haare habe ich am Vorabend gewaschen und dann bin ich halt mit so halbtrockenen, halbfeuchten Haaren ins Bett gegangen. Ich würde jetzt als erstes so ein Free Shape Hot Flex Spray von KMS California in die Haare geben. So teils als Hitzeschutz und teils, dass die Wellen hoffentlich länger halten. Ich kann euch noch nichts Genaueres zu dem Produkt sagen, ich bin da noch selbst am Ausprobieren. Also sprühen wir das mal auf. Wie ihr sehen könnt, habe ich eine Seite schon erledigt, weil ihr es, glaube ich, hier besser erkennen könnt. Als erstes teile ich die ganze Haarpartie nochmal in 2 Teile ab. Und dann fange ich vorne an und arbeite mich nach hinten durch. Und die Strähnen sind so, ja, nicht so dünn und nicht so dick, das ist halt schwer zu sagen. Da müsst ihr immer ausprobieren, wie es bei euren Haaren am besten klappt. Auf jeden Fall nicht zu dünn, weil es dann einfach ultra heiß wird. Ja, und dann wickel ich das hier um den Lockenstab rum. Und prinzipiell immer weg vom Gesicht und den Lockenstab relativ gerade halten. Und bei mir muss ich das schon fast 20 Sekunden lang so halten, weil, wie gesagt, der Lockenstab ist teils nicht so gut und teils sind meine Haare da einfach ein bisschen störrig. Da müsst ihr einfach mal ausprobieren, was bei euren Haaren einfach am besten funktioniert. So, dann versuche ich das so aufzufangen auf den Händen. Und ein Trick wäre, das so ein bisschen anzufächern, damit die Haare einfach in der Form so ein bisschen abkühlen. Dazu habe ich jetzt einfach hier so ein hartes Papier genommen. Ihr könnt auch einen Fächer nehmen, was ihr da einfach zur Hand habt. So, machen wir mal weiter mit der nächsten Strähne. Also ich arbeite hier gerade an der rechten Seite und halte dann den Lockenstab mit der linken Hand. Und wenn ich jetzt links die Locken machen würde, würde ich das genau andersrum halten. Also, dass ihr das wisst, wie ihr das so halten müsst. Weil das hat mich am Anfang immer sehr verwirrt. So, diesen Part haben wir jetzt durch. Jetzt kommt der nächste hier drüber. Ich muss hier vorne immer darauf achten, dass ich die kürzeste Stufe erwische, weil wenn da noch zu viel längere Haare dabei sind, dann kann ich das Ganze nicht so halten und dann
ja, wird es einfach nicht bis zum Ende hier erwischt vom Lockenstab. Also für Leute, die Stufen haben. Die Schwierigkeit besteht eigentlich nur darin, sich nicht zu verbrennen. Eigentlich gibt es ja auch so spezielle Handschuhe, die man anziehen kann, wo man sich dann einfach nicht so schnell verbrennt. Muss ich mir mal welche besorgen, weil das passiert bei so einem Lockenstab einfach unglaublich schnell, wenn man ja die Haare bis zu den Spitzen da so aufrollen will. Und ja, da muss man auf jeden Fall aufpassen. So, jetzt hätte ich alle Haare durch und dann gucke ich immer so, ob ich ein paar Strähnen habe, die jetzt wieder glatt geworden sind oder die einfach von vornherein nicht so lockig geworden sind. Und sonst mache ich nichts mehr Großartiges mit den Haaren. Haarspray benutze ich eigentlich meistens nicht, weil ich finde, dass das bei meinen Haaren eigentlich nur dazu führt, dass die Haare noch schneller glatt werden. Aber ich benutze zurzeit das Volume Texturizing Spray von Studio Line von L'Oreal. Ich werde mal in einem anderen Video genauer darauf eingehen oder generell zu solchen Sprays dieser Art. Aber kurz gesagt hat mich das Produkt eigentlich beim allerersten Mal überhaupt nicht überzeugt. Und jetzt habe ich das doch mal wieder probiert, gerade mit der Frisur, und benutze es jetzt einfach ganz gerne, um so ein bisschen Griffigkeit noch reinzubekommen. Ich muss aber dazu sagen, dass es ein eher dreckiges Gefühl in den Haaren hinterlässt, also es ist nicht mehr so fluffy und ja, frisch gewaschen, und die werden auch schneller fettig, meine Haare, finde ich. Aber es ist einfach bei der Frisur einfach ein gutes Produkt, um das Ganze so ein bisschen, ja, so einzuknautschen irgendwie. Also ich zeige euch das mal. Also man muss es relativ großzügig in die Haare so geben. Am besten also nicht direkt drauf, sondern eher darunter. Und dann das so ein bisschen durchkneten. Und wie ihr seht, das sieht dann einfach mehr so Lift-In irgendwie aus und nicht so krass gemacht. Ja, man merkt sofort, man hat halt was in den Haaren. Ist nicht so pappig wie Haarspray jetzt zum Beispiel, aber ja, irgendwas ist halt drin. Das Gute bei dem ist halt, wie bei vielen Volumizing, Texturizing Sprays, verfällt das Volumen wieder, finde ich, nach einer kurzen Zeit. Aber man muss einfach nochmal so in die Haare gehen und, auch wenn es blöd aussieht, so ein bisschen rummassieren. Und dann hat man das Volumen wieder. Und das geht dann halt auch über den Tag verteilt, einfach nochmal durchwuscheln oder hier so drunter heben irgendwie. Das sind so kleine Tricks einfach, und dann hat man da halt meistens wieder das Volumen drin. Dann wusche ich mir das so zurecht, bis es so aussieht, wie ich es haben möchte. Meistens mache ich die zwei vorderen Strähnen irgendwie so dahinter. Und ja, es sieht ja sowieso immer irgendwie anders aus, aber prinzipiell ist das die Frisur, die ich momentan immer trage, und so mache ich sie mir halt. Und ich hoffe, mit diesem Video könnt ihr das so halbwegs nachmachen. Wie gesagt, ich habe das Ganze noch nicht so perfektioniert. Ich finde, die Locken halten noch nicht so lange, wie ich sie gerne hätte. Aber ja, fürs Erste war es das jetzt hiermit. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!